Environmental activists in Germany are pissed with Elon Musk. But why? Sollte dann vielleicht auf den Mars fliegen und nicht mehr zurückkommen. The majority of people want this forest to stay. This is Tesla Gigafactory in Grünheide, 30 kilometers from Berlin. It has a production capacity of 375,000 cars per year, but in order to make them, it needs water. A lot of water. However, the water reserves in the area are not enough for both Tesla and the neighboring cities, who had to impose water rationing to their residents. In July, Tesla announced plans to expand its Gigafactory into a forested water-protected area, aiming to boost production to 1 million vehicles annually. Concerned about increased groundwater usage by Tesla, environmental activists occupied the forest area targeted for expansion in late February. At the occupation, we met Paul, who gave us an overview of the situation. We are here to stop the forest being chopped down and to protect the groundwater that's here underneath us, to prevent the expansion of this Gigafactory from Tesla. What we're very scared of and nervous that's going to happen if the factory gets expanded to this area, that the groundwater that's here is also going to be damaged. You know, the forest is so important for the groundwater as well. That's the thing that collects the water, and if you didn't have the forest here, it would just all run off and not go into these water reserves. So this is a really important piece of land. Barken has been at the occupation from the very beginning. Coming from this area, for him, it has been a personal as well as an environmental issue. Für mich persönlich ist es auch eine Herzensbesetzung, da ich aus der Region komme und jetzt schon auf unseren Höfen, die wir mit der Familie betreiben, halt aktiv halt Einbußen am Wasser haben und halt auch andere schon jetzt Auswirkungen allein im Grundwasser. Die Seen in der Region verlieren viel an Wasser, also der Grundwasserspiegel sinkt einfach, vor allem im Sommer rapide. A few hundred meters from the camp, thousands of Tesla workers arrive daily at Funkslau station, where Tesla buses are transporting them to the Gigafactory. The activists have set up an info point next to the station. Mit uns, zum einen, weil sie halt Angst haben vor Repressionen im Werk oder weil sie Angst haben, dass wir selbst irgendwie installierte Spione aus dem Werk sind. Das haben wir auch schon gehört, die die Arbeiterinnen aushorchen sollen. Politik, vor allem die Lokalpolitik, brüstet sich ja damit, hier wirklich viele Arbeitsplätze für die Region geschaffen zu haben. Es sind viele Arbeitsplätze in diesem Werk, aber es sind wenige Menschen aus der Region, die wirklich direkt davon profitieren. Der Großteil der Arbeiterinnen aus dem Werk nicht aus der Region. Die Leute aus der Region wollen auch gar nicht so in dem Werk arbeiten. Also niemand will halt an seinem eigenen Grab schaufeln, das ist nun mal so. The activists are in contact with the residents of the nearby city of Grünheide, only 2 kilometers away from the factory. Today, representatives of the Grünheide Citizens Initiative have come to visit them. Amongst them, Manuela Hoyer, one of the founders of the initiative. Das Wasser von Tesla wird nicht rationiert, sondern das Wasser der Einwohner wird rationiert. Die Einwohner, also alle die hier neu hinzuziehen, haben jetzt schon eine Rationierung vom Trinkwasser auf 105 Liter pro Kopf und Tag. Die Altkunden, die Bestandskunden ab 2025. Also der Durchschnittsverbrauch der Brandenburger oder hier in dieser Gemeinde liegt bei 128 Liter pro Kopf und Tag. Und wenn jetzt nur noch 105 Liter verbraucht werden dürfen und alles, was darüber hinaus verbraucht wird, wenn man dann Strafe zahlen muss, dann verstehe ich das nicht mehr. Und Tesla kriegt 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser, darf 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser verbrauchen, was einer 40.000 Einwohnerstadt entspricht. In February, Grünheide residents rejected the Gigafactory expansion in a referendum. Manuela fears that the result will be ignored by the local politicians. Es ja eine Einwohnerbefragung gab, die sich eindeutig gegen die Erweiterung von Tesla ausgesprochen hat, nämlich mit 62,1% gegen die Erweiterung. Die Landesregierung will auf Teufel komm raus hier alles kaputt machen, die Natur zerstören, den Menschen das Wasser wegnehmen sozusagen, nur damit sie sagen können, Brandenburg ist ein Industriestandort. Es geht nur noch um Geld,
Es geht nur noch um Profit. Es geht den Politikern nicht um die Umwelt, nicht um die Menschen, die hier leben und nicht um die Natur. After the interview, Manuela gave us a tour of the area and highlighted another point of contention between the local residents and Tesla: water pollution. Also die Bürgerinitiative hat Angst, weil es gab schon 26 bekannte Störfälle, wo Diesel in den Boden gelangt ist und andere Chemikalien, dass hier das Grundwasser verseucht wird. Wasser für die Gemeinde Grünheide wird aus dem Grundwasser gewonnen. Und wenn dieses Grundwasser verseucht ist, dann ist nicht nur das Grundwasser für diese Region hier gefährdet, sondern auch für große Teile von Berlin. Recently, Tesla submitted a revised plan, scaling down its factory expansion. However, that too was rejected by the local water association. It seems that Tesla's water usage has become a much bigger issue than Musk had anticipated 3 years ago. Critics say that Tesla is stealing water from the region. This region has so much water. Look around you. Currently, the occupation has permission to stay until the end of May. However, with tensions in the area escalating, some fear that the eviction may come sooner. I'm scared of the scenario that we have an eviction, and I'm very scared of police brutality that we're going to experience here. In March, Vulcan Gruppe, a militant left-wing group, made an arson attack on a power pylon that halted production in the factory for 1 week. Musk blasted them on Twitter and visited the factory to speak with the workers. But the local residents' patience with Musk is also running out, with the two sides locked in a struggle for water with no end in sight. Ich würde ihm sagen, dass er sich vielleicht mal um die Welt kümmern soll, die er zerstört. Und sich vielleicht mal informieren sollte, was eigentlich er durch diese Fabrik hier eigentlich alles anrichtet. Und er sollte dann vielleicht auf den Mars fliegen und nicht mehr zurückkommen.